Ende 2025 ist die das Analog 3D rausgekommen, also der moderne Nintendo 64, hergestellt von der Firma Analog, die zum Beispiel auch schon den Analog Pocket, also den modernen Game Boy, rausgebracht haben. Ich habe dann vor knapp 4 Monaten mein Video dazu gemacht mit Softwareversion 1.2.0 und war damals von meinem Eindruck her, vom Fazit, nur ein bisschen zurückgehalten, weil einige Features gefehlt haben. Es sind nämlich ursprünglich, wie dieses Ding damals angekündigt worden ist, im Oktober 2024, sind ganz viele Sachen versprochen worden, die in der Anfangsversion der Software noch nicht enthalten sind. Das Wichtigste gleich vorweg, die Save States, die sogenannten Memories, waren bis vor kurzem nicht verfügbar auf dem Analog 3D und das ist etwas, das ich am Analog Pocket sehr zu lieben gelernt habe, nämlich Quick Saves. Jederzeit speichern und laden zu können, ist gerade bei diesen alten Videospielen aus den 80ern und 90ern sehr, sehr wichtig. Der Game Design war damals nur teilweise sehr unausgegoren und viele der alten Spiele machen einfach viel mehr Spaß, meiner Meinung nach, wenn man zwischenspeichern kann. Ja, jetzt, vor kurzem, also im Mai 2026, ist endlich Firmware Version 1.3.0 rausgekommen und eigentlich sind jetzt alle meine Wünsche erfüllt, weil die Memories sind auf dem Analog 3D nachgeliefert worden. Sie funktionieren im Prinzip genauso wie am Pocket. Das heißt, man kann jederzeit durch eine Tastenkombination, also die Home-Taste und Steuerkreuz nach oben, speichern und Home-Taste und Steuerkreuz nach unten laden. Ich merke mir es immer so, oben ist Upload, unten ist Download, also speichern, laden. Es gibt eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Pocket. Beim Pocket gibt es, glaube ich, 128 Speicherstände insgesamt und wenn die voll sind, dann kriegt man eine Error-Message. Dann muss man entweder händisch die älteren Speicherstände löschen oder man steckt die SD-Karte an den Computer und löscht die Speicherstände manuell, was ein bisschen nervig ist. Beim Analog 3D haben sie da gleich mal ein bisschen vorausgedacht. Es hat jedes Spiel jetzt 10 mögliche Speicherplätze und wenn die 10 voll sind, dann wird der älteste Speicherstand einfach überschrieben. Es funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe es ein bisschen schon ausprobiert mit Zelda Majora's Mask und bin sehr glücklich, weil gerade bei Majora's Mask sind oft die Intervalle zwischen dem Speichern sehr, sehr lange und das Speichersystem ist eingeschränkt und da einfach zwischendurch, einfach in der Mitte von einem Zyklus, einfach einmal einen Quick Save machen zu können, den Analog 3D abzuschalten und später direkt an der Stelle weiterzumachen, ist tatsächlich ein Game Changer und macht den Analog 3D für mich jetzt wirklich sehr brauchbar, weil das war bis jetzt wirklich etwas, was mich sehr, sehr, sehr gestört hat und mich vom Spielen eigentlich abgehalten hat. Quick Saves sind bei klassischen Videospielen einfach etwas sehr Geiles. Aber nichtsdestotrotz fehlt einiges noch immer beim Analog 3D in der Software. Es gibt noch immer keine Screenshots, es gibt immer noch kein Controller-Management, es gibt noch kein Wi-Fi, also das ist ja angekündigt worden, dass man eigentlich dann die Updates über Wi-Fi ziehen kann. Zurzeit muss man das immer noch manuell über SD-Karten lösen und es gibt da noch keine Game-Artworks, obwohl man inzwischen zumindest die Farbe des dargestellten Nintendo 64 Moduls verändern kann. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich habe mir gedacht, ich muss euch das jetzt einfach präsentieren, weil wirklich mit der aktuellen Software mit 1.3.0 ist der Analog 3D wirklich für mich jetzt ein vollwertiges Gerät und ich freue mich sehr, endlich jetzt Spiele in Angriff nehmen zu können, die früher als Kind, als Jugendlicher, die mir zu schwer waren, weil einfach das Speichersystem bei diesen alten Spielen meistens oder sehr oft einfach eine große Hürde war und mir dann viele Spiele vermiest hat. Ja, dann war es das schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Falls mal die restlichen Features endlich nachgereicht werden sollen am Analog 3D, mache ich wieder ein separates neues Video. Aber so wie man Analog kennt, also diese Firma, wird es sicher noch eine Zeit lang dauern. Also ich rechne nicht damit, dass wir innerhalb des nächsten Jahres dann endlich Feature-complete sein werden. Und was richtig geil wäre, ist, wenn sie diese Quick Save, diese Memories-Technologie irgendwann einmal auf den Super NT bringen, also den Super Nintendo
Nintendo-Nachbau von Analog. Aber leider ist dieses Gerät schon sehr alt und ich befürchte ein bisschen, dass das so nachträglich nicht mehr nachrüstbar ist. Aber wenn der Super Nintendo jetzt da noch Speicherständes, Quick Saves bekommen würde, dann wäre mein Nintendo Retro-Herz für alle Zeiten befriedigt und ich wäre sehr glücklich. Ja, ich wäre auch sehr glücklich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, könntet, möchtet und das auch tut, weil ja, das freut mich auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass ihr in Zukunft wieder informiert werdet und vorbeischaut, wenn ich da Videos auf dem Kanal auf Humaldo Zockt ja, veröffentliche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! So.